Schon bei der Enthüllung des Trailers zu Clair Obscur Expedition 33 bekam man den Eindruck, dass uns hier etwas Besonderes erwartet. Und wie die Game Awards 2025 belegen, sollten wir recht behalten. Doch wie kam es überhaupt zu diesem überraschenden Meisterwerk? Wer sind die Leute von Sandfall Interactive, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sind? Und wie kann es sein, dass fast alle von diesen 32 Beteiligten noch nie in der Gaming-Branche gearbeitet haben und trotzdem eines der wichtigsten und besten Spiele dieser Generation abliefern? Die Antwort lautet Ubisoft. Na gut, nicht die Antwort, aber auf jeden Fall doch die Anfänge. Denn spulen wir weit genug durch die Katastrophe zurück, die die französische Videospielfirma heute darstellt, finden wir vor vielen, vielen Jahren eine Ära, in der Ubisoft den Lichtblick der Spieleindustrie darstellt. Mit einer revolutionären neuen Open-World-Formel, rekordbrechenden neuen Franchises und vielen charmanten kleinen Projekten, die ebenso zu begeistern wissen. In dieser Zeit beginnt auch Guillaume Broche seine Karriere, und zwar genau dort. Aufgrund mangelnder Erfahrung steigt er als Azubi in Paris ein, um den Creative Director von Might & Magic zu unterstützen. Er wird nach der Ausbildung jedoch nicht übernommen und landet im Marketing-Team von Xbox, was ihm deutlich aufzeigt, dass er zwar in der Gaming-Industrie bleiben, dort aber nicht irgendeine Position bekleiden möchte. Also kehrt er zu Ubisoft zurück und schreibt sich für deren Hochschulprogramm ein, um ausgebildeter Produzent zu werden. Die Leute, die Ordnung und Struktur ins Chaos der Game-Entwicklung bringen sollen. Dieser Pfad bringt ihn ins Team von Ghost Recon Breakpoint, bevor er 2018 von Paris nach Schweden wechselt, um an The Division 2 zu arbeiten. Und hier beginnt die Geschichte von Clair Obscur wirklich. Während seiner Zeit in Schweden möchte er sich selbst weiterbilden, weil es ihn frustriert, nicht zu verstehen, was das restliche Team an Entwicklern sowie Designern tut, und spielt mit der Unreal Engine herum, bis ihn die Begeisterung dafür derart einnimmt, dass es buchstäblich ungesund wird. Er versenkt 8 Stunden jede Nacht im Anschluss an seinen normalen Job, weil die Möglichkeiten der Engine ihn nicht mehr loslassen. Wie ein Gott kann er darin alles tun, das er sich nur vorstellen kann. Wie später ein Projekt mit einem kleinen Team umzusetzen, das aber aussieht, als wäre es von einem riesen Industriegiganten gemacht worden. Eine Engine, die es ermöglicht, Gesichtsbewegungen mit einem iPhone aufzunehmen und in Echtzeit zu übertragen, was nur 5 Jahre zuvor noch erheblich mehr Aufwand, Geld und Arbeitskräfte erfordert hätte. Ressourcen, die man so in mehr Inhalte anstelle der Optimierung bestehender investieren kann. Guillaumes Funke ist übergesprungen, und wie viele Kreative ist ihm spätestens jetzt klar, dass er in keinem Job wirklich glücklich werden wird. Er will und muss sein eigenes Ding erschaffen, seine eigene Geschichte erzählen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die gesamte Videospielbranche während der Pandemie boomt und jedes Studio, jeder Publisher seitenlange Jobausschreibungen veröffentlicht. Der Gedanke, sein eigenes Ding auszuprobieren, mit der Sicherheit jederzeit zurückkommen zu können, sollte es nicht funktionieren, erleichtert viele Entscheidungen dieser Zeit. Der technische Aspekt der Engine schlägt auch den Bogen zu einem zweiten wichtigen Ereignis, das sich damals in Malmö ereignet. Guillaume Broche lernt Tom Guillermont kennen, einen der Gameplay-Programmierer von The Division 2. Ihre gemeinsame Herkunft und die geteilte Leidenschaft fürs abendliche Ausgehen verbindet sie und macht sie zu Freunden. Ein abendliches Ausgehen, das natürlich noch on top kommt zu Guillaumes Vollzeitjob und seiner Ganznacht-Obsession. Um letztere in effektive Bahnen zu lenken, beschließt er sich, ein Projekt auszudenken und auf ein klares Ziel hinzuarbeiten. Bei der Suche nach Inspiration stolpert er über seine eigenen Lieblingsspiele, überwiegend JRPGs und allen voran Final Fantasy VIII oder Lost Odyssey. Rundenbasierte Rollenspiele mit einem realistischeren Look, die es heutzutage gar nicht mehr zu geben scheint. Speziell seit Final Fantasy das rundenbasierte Gameplay abgelegt hatte. Wie viele Leidenschaftsprojekte in der Industrie beginnt also auch dieses aus der einfachen Motivation heraus, dass ihr Schöpfer ein Spiel spielen möchte, das es in dieser Form einfach nicht gibt. Japanische Rollenspiele sind ein Genre, mit dem viele von uns aufgewachsen sind, das aber nicht zusammen mit uns erwachsen
erwachsen geworden ist. Jene Charaktere, in die wir uns damals so wunderbar hineinversetzen konnten, sind auch heute noch Kinder und Teenager und das Identifizieren mit ihnen fällt zunehmend schwer. Das Stopfen dieses Marktlochs bleibt bis zuletzt die klarste Vision in der Arbeit an Clair Obscur. Und diese Klarheit hinsichtlich des Gameplays schafft eine gerade Linie, die das Spiel in seiner Gänze überhaupt erst möglich macht. Zwei Dinge sind darüber hinaus nicht verhandelbar: die Weltkarte und die Möglichkeit, das Spiel zu beenden, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden, was in rundenbasierten Spielen eigentlich nie vorkommt. Doch Guillaume möchte die jahrzehntealte Formel rundenbasierter Rollenspiele nicht einfach entstauben, sondern weiterentwickeln. Hier kommen die Ausweichen- und Parieren-Mechaniken ins Spiel, die nicht etwa von den Super Mario RPGs inspiriert werden, sondern von Sekiro, das er zwischendurch in seinen langen Unreal Engine Sessions spielt. Auch dabei findet er wieder ein Element, das er gerne in seinem Game spielen würde, das ihm aber fehlt: das Abwehren. Doch ihm fehlt noch mehr, denn Guillaume stößt zunehmend an die Grenzen dessen, das er alleine erreichen kann. Es wird also Zeit, seine eigene Party zusammenzusuchen. Der naheliegendste erste Stopp ist Programmierer Tom Guillermont, mit dem Guillaume beginnt, Ideen auszutauschen, bevor aus den Ideen Dateien werden und Tom, ehe er sich versieht, am ersten Prototyp des Kampfsystems arbeitet, samt rundenbasiertem Angreifen mit Echtzeitelementen und cineastischer Kameraführung. Unter dem Arbeitstitel We Lost entstehen so die ersten Eindrücke des Spiels, die man der Öffentlichkeit zu zeigen bereit ist. Zu diesem Zeitpunkt spielt das Game noch nicht in Frankreich, sondern hat ein viktorianisches, Steampunk-artiges Setting, weil das die am einfachsten zugänglichen Assets in der Unreal Engine waren. Und abgesehen von Kernelement des Kampfsystems und Charakteren wie Mael und Lune, wird das alles noch einmal in einem Reboot komplett über den Haufen geworfen. Bevor wir aber dazu kommen, befinden wir uns erst einmal im Jahr 2019, wo Ubisoft Guillaume eine Position als Narrative Director und Product Manager in Shanghai anbietet für ein Heroes of Might and Magic Mobile Game, während Tom doch tatsächlich in das berüchtigte Team rund um Beyond Good and Evil 2 versetzt wird. In Shanghai ist es auch, wo der Lockdown am heftigsten zuschlägt und Guillaume am tiefsten in sein Projekt versinkt, weil es einfach nichts anderes zu tun gibt. Hier entsteht der Kontakt zu einem Komponisten und vermeintlichen Synchronsprechern, von denen wir gleich noch hören werden. Man sollte meinen, dass das alles eine gute Ausgangslage darstellt, um Ubisoft das Spiel vorzuschlagen, anstelle das hohe Risiko einzugehen, ein eigenes Studio zu gründen. Doch gerade weil Guillaume bereits so lange bei Ubisoft arbeitet, weiß er, dass sein Spiel keine Chance hat. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Die Strukturen der Firma sind inzwischen so steif, dass es Jahre dauern würde, um seinen Pitch überhaupt in den Topf werfen zu können. Und das vorausgesetzt, er arbeitet sich bis dahin hoch genug in der Hierarchie hinauf, um überhaupt angehört zu werden. All diese vorher notwendigen Stellschrauben entlocken ihm eine wilde Schätzung von 25 Jahren, die insgesamt notwendig wären, um Clair Obscur durch Ubisoft veröffentlichen zu lassen. Hallo AAA-Spieleindustrie, das ist euer Weckruf. Der Abspann von Assassin's Creed Shadows erstreckt sich mit seinen tausenden Beteiligten über mehr als 2 Stunden. Man stelle sich nur vor, was möglich wäre, wenn man 32 besonders Leidenschaftliche davon abziehen und an ihrem eigenen Ding arbeiten ließe. Vielleicht würde eine Firma wie Ubisoft dann bei den Game Awards nicht bis heute leer ausgehen. Mit dieser ernüchternden, aber auch irgendwie befeuernden Realisierung ist der Weg für Guillaume und Tom also klar. Doch ihr Studio braucht mehr als nur 2 Leute. Also erweitern sie ihre Party um François Maurice, den Guillaume noch aus dem Studio kennt, seitdem aber lediglich einmal im Jahr Höflichkeitskontakt pflegt. Die Aussicht darauf, die bürokratische und organisatorische Seite des Studios zu übernehmen, ist offenbar so verlockend für François, dass er sofort zusagt und in der Woche darauf, im August 2020, bereits seinen Job bei Marcel kündigt. Gewissermaßen dem französischen Uber. Der Lead-Producer und Manager des Studios hat also nie zuvor in der Videospielindustrie gearbeitet. Das geht so schnell vonstatten, dass er Sandfalls zweiter Vollzeitmitarbeiter wird, bevor Tom Ubisoft erst im folgenden Jahr verlässt.
Der Name Sandfall für das Studio stammt übrigens noch aus der Anfangszeit, in der Guillaume alleine mit der Unreal Engine herumprobiert. Seine Idee, das Spiel rund um das Thema Zeit aufzubauen, führt zu der Visualisierung einer Sanduhr, in der Sand ja bekanntlich fällt. So erscheint Sandfall das erste Mal in dieser Geschichte als Dateiname für Guillaumes Testprojekt. François' Job als Chief of Operations ist zu Beginn primär Geld heranzukarren, auch um die in die Bresche gesprungenen Verwandten zu entlasten. Was ihm auch in ausreichendem Maße gelingt, um die dringlichsten Positionen für das Projekt zu besetzen: Art und Musik. So findet auch der spätere Art Director Nicolas Maxson-Francombe ins Team. Ein weiterer Mitarbeiter, der beruflich nie Berührung mit der Videospielindustrie hatte. Sein einziger Job bis dahin umfasste die Produktion von Konzeptzeichnungen für Cirque du Soleil-artige Veranstaltungen in einer Eventfirma. Vielleicht kommt auch deswegen so oft im Spiel das Gefühl auf, durch ein hingebungsvolles Theaterset zu laufen und mit Gegnern konfrontiert zu werden, die sich nicht selten durch ihre Kostüme auszeichnen. Guillaume findet Nicolas über das Internet, als er auf der Suche nach einem Art Director die Liste seiner liebsten Künstler auf ArtStation durchgeht. Nicolas steht ganz oben darauf und Guillaume schickt ihm eine Mail, sich natürlich bereits nach Plan B, C und D umsehend, als die Überraschung ein zweites Mal zuschlägt und Nicolas sofort zusagt. Ein schicksalhafter Lauf, der nicht so schnell abbrechen soll. Komponist Lorient Testat immerhin hatte bereits Berührung mit Videospielen, ist mit Ocarina of Time und Donkey Kong 64 aufgewachsen. Zur Musik findet er erst mit 16 Jahren, als er im Haus seiner Großmutter eine Gitarre entdeckt und sich das Spielen über 3 Jahre hinweg selbst beibringt, bis er bereit ist, seine Kunst auf einer Musikschule zu verfeinern. Doch dort lernt er nicht etwa das Komponieren eines Soundtracks, der genauso erfolgreich ist wie das dazugehörige Spiel, denn auch das bringt er sich selbst bei. Videospiel-Soundtracks faszinieren ihn bereits seit seiner Kindheit und er konsumiert sie quasi nonstop, weshalb bei der Wahl seiner beruflichen Laufbahn schnell klar wird, dass es auch genau das ist, was er machen möchte. Er schnappt sich die diversesten Videospiel-Trailer, taucht in die Essenz des Gezeigten ein und komponiert auf der Basis passende Musikstücke, sei es zu Donkey Kong oder etwas völlig anderem, während er 4 Tage die Woche als Gitarrenlehrer arbeitet. Diese rund 50 Trailer-Interpretationen fasst er irgendwann in einer Playlist zusammen und veröffentlicht sie in einem kleinen, nicht mehr existierenden Forum für Indie-Game-Musik, in dem er nie zuvor gewesen ist. Wie vom Schicksal gelenkt entdeckt Guillaume auf der Suche nach einem Komponisten für sein Videospiel nur eine Stunde nach dem Abschicken dieses Posts. Das winzige, kaum besuchte Forum ist angetan von dem, was er hört, kontaktiert Lorient und natürlich sagt er augenblicklich zu. Sein Glück kaum fassend. Anders als bei zahlreichen anderen Produktionen, die dem Soundtrack das Budget zugestehen, das am Ende übrig bleibt, stellt Guillaume Lorient als einen seiner ersten Mitarbeiter ein, weil er die Relevanz des Soundtracks kennt und versteht. Selbst wenn unsere Nostalgie uns nach Jahren und Jahrzehnten hinsichtlich der Qualität eines Spiels Streiche spielt, die Musik ist und bleibt gut. Deswegen kann Lorient auch mehr als 4,5 Jahre zusammen mit der Sängerin Alice Dupont-Pessier arbeiten und nach dieser Zeit sogar seine liebsten Stücke über 3 Tage hinweg vom Orchestre Curieux in noch fulminanteren Versionen umsetzen lassen. Ein emotionales Erlebnis für das gesamte Team, das für viele rollende Tränen sorgt. Guillaume bezeichnet die Orchesteraufnahmen sogar als eine der besten Zeiten seines gesamten Lebens. Im selben Atemzug der zweifelhaften Nostalgie ist übrigens auch das Gestral-Volleyball-Minispiel entstanden, das Guillaume selbst entwirft und das zum unbeliebtesten Element des gesamten Spiels gehört. Genau das ist aber auch seine Absicht, denn die Inspiration dafür sind die Chocobo-Rennen aus Final Fantasy X, die von vielen Spielern verhasst, von einigen geliebt, aber von allen in Erinnerung behalten werden. Die Sorte furchtbarer Erinnerungen, die über Jahre bei uns bleiben, wie er es selbst ausdrückt. Werfen wir also einen Blick auf das Team. Wir haben einen Game Director und einen Technical Director, die sich zusammen 8 Jahre Berufserfahrung teilen. Einen Studioboss, der noch nie ein Studio geleitet hat, einen Art Director, der noch nie mit Videospielen gearbeitet hat und einen Komponisten, der das Komponieren nie beigebracht bekommen hat. Da fehlt doch eigentlich nur noch ein Autor, der nie in der Videospielindustrie gearbeitet hat, dessen Arbeit nie irgendwo veröffentlicht wurde und dessen aktuellste Berufserfahrung es war,
für 2 Monate in einem Weltraummodul eingesperrt zu sein als psychologisches Experiment für eine NASA-Weltraumsimulation. Eine Erfahrung zusammen mit den 3 anderen beteiligten Crewmitgliedern übrigens, die Jennifer Sweatberg-Yen in Clair Obscur einfließen lässt. Wahrscheinlich könnte Jennifer sogar wirklich für die NASA arbeiten, nachdem sie ihr Wirtschafts- und Mathematikstudium mit Summa Cum Laude abschließt. Was nicht etwa eine Leisure Suit Larry-Anstößigkeit ist, sondern das Nonplusultra in einem wissenschaftlichen Studium überhaupt. Als kreatives Ventil verarbeitet sie Ideen, die ihr beim Lesen kommen, in eigenen Texten, die sie aber für sich behält. Das bricht nach dem Studio ab, als sie ihre Mathekenntnisse im Finanzwesen anwendet, was sie dermaßen schlaucht, dass weder die Zeit noch die Energie oder Kreativität übrig bleibt, um in ihre eigenen Welten einzutauchen. Kein Wunder also, dass sie den Job 2015 in den Wind schießt und sich ausprobiert. Das NASA-Experiment ist nur ein Teil davon. Sie unterrichtet auch Tanz, lernt diverse Martial Arts und landet schließlich aufgrund der Arbeit ihres Ehemanns in Australien. Auch Jennifer wird im Internet entdeckt, dieses Mal allerdings nicht auf einer Portfolio-Plattform oder einem Forum für Schriftsteller, sondern auf Reddit. Während des Lockdowns ist sie dort besonders aktiv und entdeckt beim Browsen im Subreddit Record This for Free einen Post von Guillaume, der auf der Suche nach kostenlosen Synchronsprechern für seine Spieldemo ist. Die Arbeit daran ist beinahe abgeschlossen und soll dazu dienen, potenzielle Publisher anzuwerben oder eine Kickstarter-Kampagne loszutreten. Hier kommt Jennifers experimentelle Lebensphilosophie zum Tragen, die sich denkt, dass sie noch nie zuvor Synchronsprechen ausprobiert hatte und das doch nach einem coolen Projekt klingt. Das noch dazu zu dem Improvisationskurs passt, für den sie sich gerade angemeldet hatte. Ihre Bewerbung wird angenommen und während sie sich via Discord mit Guillaume über ihren zu sprechenden Dialog für 2 Rollen unterhält, bietet sie ihm an, die Texte als Muttersprachlerin etwas in Form zu bringen. Daraus resultieren weitere, tiefgreifendere Gespräche über die Geschichte an sich und Jennifer stellt viele Rückfragen, um zu verstehen, warum die Dinge passieren. Im Dialog kommen neue Ideen auf und ganz organisch entwickelt sich die Geschichte weiter, bis kein Weg mehr daran vorbeiführt, dass sie als Leadwriter ins Team kommt und die nächsten 3 Jahre damit verbringt, die Geschichte zu schreiben, die Dialoge und das Worldbuilding, mitsamt umfangreichen Vor- und Familiengeschichten. Das Zusammenfinden all dieser Leute aus all diesen völlig verschiedenen Bereichen, mit denen sie in dieser Form, in diesem Ausmaß nie zu tun hatten, fühlt sich wie Schicksal an. Und selbst Guillaume betrachtet die Entstehungsgeschichte seines Studios als Wunder. Damit aber auch unterschlagend, dass er diese Rohdiamanten entdeckt hatte und beschloss, ihnen trotz ihrer dünnen oder völlig non-existenten Erfahrung eine Chance zu geben, ihr offensichtliches Talent auszuleben. Wie sich aber auch in Jennifers Lebenssituation zeigt, ist ein weiterer Punkt, bei dem die Planeten schicksalhaft in einer Reihe stehen, die Pandemie und der Lockdown. Einige Leute verlieren ihre Jobs, viele andere suchen nach einem neuen Sinn in ihrem Leben. Nicolas sieht in seiner Eventagentur eine Ebbe an Veranstaltungen auf ihn zurollen. Lorient kann aufgrund des Lockdowns keine Gitarrenstunden mehr geben. Geradezu ein Sinnbild dafür, wie eine übermenschliche Macht Menschen plötzlich und gnadenlos aus ihren Existenzen reißt. Hier sollten wir auch nicht vergessen, dass das Spiel eben nicht nur Expedition 33, sondern auch Clair Obscur heißt. Ein Begriff mit Bedeutung in der französischen Sprache. Die Übersetzung des italienischen Begriffs Chiaro Oscuro kommt aus der Kunst und beschreibt den Kontrast zwischen Licht und Schatten. Ein Kontrast, der in Expedition 33 ständig an die Oberfläche tritt. Egal, ob man die Geschichte, die Charaktere, die ganze Spielwelt oder den Stil betrachtet. Oder angesichts der Tatsache, dass Clair Obscur einen Lichtschein bildet, der aus einem derart dunklen Kapitel der modernen Menschheitsgeschichte entstehen konnte. Wir schreiben September 2020 und eine Party aus 6 talentierten Leuten steht, die vor Kreativität und Tatendrang überlaufen, denen die Zeit zur Verfügung steht, die dummerweise keinen Bock auf das haben, woran sie gerade arbeiten. Guillaumes ursprüngliche Version seines Spiels We Lost unterscheidet sich nicht nur im viktorianischen Setting von der finalen Version. Die Geschichte inkludierte auch das Aufeinandertreffen mit verfluchten Menschen, mit Aliens, mit Drachen, quasi allem, zwischen dem man sich gar nicht entscheiden kann, wenn man endlich sein eigenes Videospiel machen darf. Und wenn man in erster Linie die Assets des Unreal Marketplace nutzen muss. Das kleine Team ist zwar einverstanden mit den Ideen, bei den Publishern reicht dieses Durcheinander aber nicht, um mehr als seichtes
Interesse zu bekunden. Click macht es, als sie Feedback von einem JRPG-Fan erhalten, der sich alles ansieht und danach meint, dass sie deutlich mehr in eine eigene Richtung gehen könnten. Eine Meinung, die Guillaumes Zweifel im Hinterkopf bestätigen. Unterschwellig hat er schon die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendetwas nicht so recht passt, dass es besser geht. Der letzte Motivationsschub kommt von den Investoren, die das kleine Team dazu animieren, sich auszumalen, wie ihr Spiel aussehe, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden. Also rebooten sie die gesamte Geschichte und die Spielwelt, um alles harmonischer und vor allem durchdachter zu machen. Dass man an diesem Punkt angelangt und speziell diese Aspekte umkrempelt, ist wenig verwunderlich, wenn man die Anfangsvision des Projekts rekapituliert. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen beginnt dieses nämlich nicht mit einer Geschichte, die man erzählen möchte, sondern mit einem Gameplay, das man spielen und einem Grafikstil, den man dabei sehen möchte. Das sind die Punkte, an denen Guillaume bis zuletzt hängt. Entsprechend tut es auch nicht sonderlich weh, die Geschichte und das Setting zu streichen, um speziell diese Elemente neu aus den kollektiven Teamideen auferstehen zu lassen. Einzig die nicht unerhebliche, bereits getane Arbeit zu verwerfen, zwickt etwas. In erster Linie geht Guillaume beim Reboot-Gedanken auf Jennifer zu und will ihre Meinung, ihre Gedanken hören. Die ist zunächst natürlich überrascht, hat sie doch die vergangenen Monate damit zugebracht, die We Lost Bibel zu schreiben, die nun nichts weiter als digitales Altpapier werden soll. Doch die Enttäuschung schwindet schnell, als sie realisiert, was für eine Chance es sein kann und was für Möglichkeiten entstehen, wenn sie von Beginn an die Geschichte mitgestalten darf. Zusammen mit Guillaume stürzt sie sich also ein weiteres Mal in Brainstorming-Calls. Und die beiden beginnen damit, nach einem packenden Aufhänger zu suchen, einer Idee, die potenzielle Spieler neugierig aufhorchen lassen würde. In der Favoritenliste seiner liebsten online gefundenen Kunstwerke stolpert er dabei über das Bild einer Frau, die vor einem mächtigen Felsmonolithen steht. Und die Idee nimmt Form an, was man daraus machen könnte, wenn es sich bei dem Felsen um eine Doomsday Clock handeln würde. Eine Weltuntergangsuhr. Beginnend mit dieser Grundidee folgt die Suche nach der Geschichte. Wer ist die Frau? Was tut sie und warum tut sie es? Ein Part, mit dem sich die beiden schwer tun. Ideen werden zu Papier gebracht, wieder zerknüllt und weggeworfen. Kein Ansatz begeistert die beiden genug, um darauf aufzubauen. All diese kreative Arbeit muss Jennifers Gehirn nachts tatkräftig verarbeiten und aus einem daraus resultierenden Traum entsteht die Idee für eine Kurzgeschichte, die sie nebenbei schreibt. Wie all ihre anderen Geschichten eigentlich nur für sich. Doch schnell realisiert sie, dass ihre beiden Projekte zusammenpassen. Ihre traumhafte Kurzgeschichte enthält all die Antworten. Wer die Frau ist, was sie tut und wie, und es würde sogar noch die Geschichte hinter der Geschichte lostreten, um zu entwickeln, was generell eigentlich los ist. Alle Informationen, die dir in Akt 3 enthüllt werden, die erklären, was in den ersten beiden Akten tatsächlich los war, all das resultiert in seiner Essenz aus Jennifers Kurzgeschichte. Die Idee der namensgebenden Expedition wird zusätzlich vom französischen Fantasy-Roman La Horde du Contrevent inspiriert, zu Deutsch Die Horde im Gegenwind, in dem Abenteurer zusammen in die Welt hinausziehen. Passend zu der Geschichte braucht das Team nun auch eine völlig neue Spielwelt und Nicolas geht es dabei ähnlich wie Jennifer. Er darf bei Null anfangen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die typischen, ewig recycelten Videospielorte und Biome links liegen lassen und etwas entwerfen, das man so noch nicht gesehen hat. Inspiration für die Umgebung findet er interessanterweise in Keramiktexturen, die auf vielseitige Weise Farben vermischen und dabei einzigartige Kombinationen entstehen lassen, die man nirgendwo anders findet. Und noch besser, die sich nirgendwo erklären lassen. Nicolas taucht tief in den Surrealismus ab und studiert die Werke von unter anderem Dali, die schlichtweg keinen greifbaren Sinn ergeben. Mit dem viktorianischen Setting im Mülleimer beschließt das Team im Kollektiv, auch diesen Aspekt des Spiels persönlicher zu machen. Der Großteil des Teams stammt aus Frankreich. Das Studio befindet sich in Frankreich. Warum nutzen sie nicht auch diese wohlbekannte und noch wenig genutzte Identität? Ausgerechnet Nicolas ist zwar Belgier, damit aber noch nahe genug an der französischen Lebensphilosophie dran, um sie umsetzen zu können. Auch wenn er sie gerne mit zum Beispiel Elementen aus Dishonored vermischt, das er sehr liebt.
Alle Augen leuchten, als die Idee entsteht. Ja, sie können Paris nehmen und ja, sie können damit machen, was sie wollen. Es mitten in den Ozean werfen zum Beispiel, eine zerstörte Dystopie daraus machen und Fantasy einfließen lassen. Eine Idee, die sie zunächst nur ausprobieren, die aber so flüssig und natürlich von der Hand geht, dass die Frage nach Alternativen überhaupt nicht mehr aufkommt. Mit dem Frankreich-Gedanken ganz oben auf dem Whiteboard stehend, fällt es nun auch leichter, die Quellen der eigenen Inspiration einzugrenzen und schnell landet das Team in der französischen Belle Époque, der schönen Epoche, die eine glanzvolle Zeit des Aufschwungs, Friedens und Wohlstands verkörpert, rund um die Wende ins 20. Jahrhundert, die bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs technologischen, gesellschaftlichen und vor allem auch künstlerischen Fortschritt bringt. So begeistert das Team mit ihrer neuen Vision an die Arbeit geht, so sehr erschwert es auch die Suche von Guillaume und François nach einem Publisher, dem man nun erst einmal nichts als Ideen vorzuweisen hat. Die beiden fangen sich ein Nein nach dem anderen ein, profitieren aber dennoch vom wachsenden Netzwerk und den Gesprächen, die sie führen. Ein solches findet auch mit Alexis Garavarian statt, dem CEO von Kepler Interactive, Publisher von unter anderem der Cat Quest-Reihe Sifu und Pacific Drive. Guillaume und François verlassen das Meeting zwar nicht mit einem Vertrag, aber mit einer für die Zukunft entscheidenden gestellten Weiche. Wie schon zuvor müssen die beiden also weiterhin auf sogenannte Angel-Investoren setzen, meist vermögende Privatpersonen, die durch ihre Investitionen in ein Start-up Unternehmensanteile erhalten und langfristige Renditen beim Wachsen der Firma einplanen. Nicht selten stehen sie auch mit Rat und Tat zur Seite wie ein Mentor und helfen mit ihren eigenen Geschäftskontakten aus. So kratzen die Spieleentwickler genug zusammen, um ihre Arbeit mit inzwischen 8 Mitarbeitern fortführen zu können. In dieser Zeit können sie auch das erste Präsentationsmaterial ihres Reboots fertigstellen. Ein Level, das später zu Yellow Harvest werden soll. Diese Version ist es auch, die das Team im März 2022 mit zur Game Developers Conference in San Francisco bringt. Eine der wichtigsten Veranstaltungen für Projekte, die noch auf der Suche nach einem Investor sind. Und innerhalb der vergangenen 12 Monate hat sich das Blatt derart gewendet, dass Clair Obscur sich vor Angeboten kaum retten kann. Sowohl von kleinen als auch großen Publishern. Eine überraschende Entwicklung, vor allem für Guillaume, der die ganze Zeit fest davon überzeugt war, einen Nischentitel zu entwickeln. Doch trotz all dieser Möglichkeiten denkt er immer noch wohlwollend an das angenehme Gespräch mit Kepler Interactive zurück, einem kleinen, noch frischen Publisher, der bei seinem Katalog voll auf Indie-Titel setzt, mit chinesischen Investoren aber auch ausreichend tiefe Taschen mitbringt. Guillaume hat nie vergessen, dass er in dem Meeting mit Gamern gesprochen hat, nicht mit Managern. Außerdem steht Indie inzwischen für eine Ideologie, die er nicht aufgeben möchte. Kepler Interactive ist darüber hinaus noch besonders, weil es nicht nur auf Indie-Spiele für seinen Katalog setzt, sondern auch von einem Bündnis von Indie-Studios geleitet wird. Mit dabei sind beispielsweise die Macher von Ashen, Scorn und Sifu. Das Ziel hinter diesem Projekt ist es, mit gemeinsamen Ressourcen ihre eigenen Veröffentlichungen handhaben sowie andere kleine Studios unterstützen zu können. Sprich, ein Publisher bestehend aus Entwicklern, die ein gutes Spiel erkennen, wenn sie es sehen. So wie sie Pacific Drive als solches erkennen, das farbenfrohe Metroidvania Ultros, den Puzzle-Plattformer Bionic Bay und so wie sie nun auch Clair Obscur als solches erkennen, das sie Mitte 2022 unter Vertrag nehmen. Was dieses winzige Team mit seinen spärlichen Ressourcen bereits bewerkstelligt hat, ist selbst für die erfahrenen Leute hinter Kepler Interactive faszinierend. Sandfall ist begeistert. Nicht nur ist ihre Zukunft und die ihres Projekts gesichert, all das Interesse und die Angebote zeigen ihnen auch, dass sie mit ihrem Spiel einen Nerv treffen, der weiter reichen kann, als sie angenommen haben. Die finanzielle Sicherheit mit ihrem Publisher im Rücken ermöglicht dem Team, ihr Studio in schickere Räumlichkeiten in Montpellier zu verlagern, die sie bescheiden als Anwesen betiteln. Doch der primäre Antrieb hinter dem Umzug ist nicht etwa ein ansehnlicheres Gebäude um sich zu haben, sondern mehr Platz. Denn die Finanzierung dient in erster Linie dem Aufstocken des Teams, das benötigt wird, um das ambitionierte Projekt in absehbarer Zeit über die Ziellinie zu bringen. Die folgenden 3 Jahre erweitern das Team von Sandfall auf rund
rund 32 Mitarbeiter. Und bei dem Einstellungsprozess setzen sie auf dieselben bewährten Methoden, die bereits das großartige, talentierte Kernteam zusammengebracht haben. Lebensläufe sind nebensächlich. Leidenschaft und Talent ist es, nach dem sie suchen. Kaum verwunderlich also, dass etwa 80% des finalen Teams keine Berufserfahrung vorweisen kann und entweder frisch aus der Schule bzw. Uni kommt oder allenfalls eine Ausbildung hinter sich hat. Es zählt nicht, das fehlende Know-how mit Industrieveteranen auszugleichen. Das Team und vor allem Guillaume wissen genau, mit wem sie zusammenarbeiten möchten. Um das Team aus 32 Leuten vollzukriegen, halten sie über 200 Bewerbungsgespräche ab und achten auf eindrucksvolle Portfolios, Unternehmergeist, Selbstständigkeit und allen voran am allerwichtigsten Leidenschaft. Tatsächlich auch der Aspekt, der am schnellsten und einfachsten festzustellen ist, da man Leidenschaft innerhalb weniger Sekunden an der Art zu sprechen erkennt, an dem Leuchten der Augen, selbst wenn man jemanden Introvertierten vor sich sitzen hat. Eine Ehrlichkeit, die nicht vorzutäuschen ist. Einer dieser Menschen, der sie mit seinen leuchtenden Augen überzeugt, ist Michel Nora, der als Lead Game Designer eingestellt wird. Mit einem Bachelor in Mathematik arbeitet Michel in seinem ersten Job an dem seit 2005 erfolgreichen französischen Taktik-MMO Dofus. Einem kleinen Traum, da er selbstsüchtiger Spieler war. 6 Jahre ist er dort verantwortlich für Game Design und Balancing, bevor er zum Vulcan Studio wechselt, das einzig und allein an einem gescheiterten Action-RPG namens Vulcan arbeitet. Mit diesem Hintergrund bringt Michel eine völlig andere Inspiration in das sehr von JRPGs geleitete Team. Er lässt seine Balancing-Erfahrungen aus Dofus einfließen und orientiert sich auch gerne an Dota 2 oder Path of Exile, die dem Spieler nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für ihr Handeln bieten, anstatt sie in eine vorgefertigte Richtung zu drängen. Für Michel zeichnet sich ein gutes Spiel darin aus, dass es einem Werkzeuge an die Hand gibt und es dann dem Spieler überlässt, ob und wie man sie einsetzen möchte oder nicht. Nur bei der Fähigkeit Stand-Hell muss man nachkorrigieren, als Spieler entdecken, dass man über 5 Milliarden Schadenspunkte auf einmal damit austeilen konnte. Aber ansonsten setzt Michel sogar darauf, dass du das Spiel mit deiner Zusammenstellung aus Waffen, Fähigkeiten und sonstigem breakst, wie man so schön sagt, indem man die eigenen Charaktere übermächtig werden lässt. Ein Weg, der dem Spieler ganz intuitiv geebnet wird und der auch notwendig ist, wenn man eine Chance gegen die Gegner zu Ende des Spiels haben möchte. Damit legen Guillaume und Michel mit ihren jeweiligen Fachgebieten also den Grundstein für das Gameplay. Doch ein entscheidender Part fehlt dem noch. Ein kinoreifer Look. Und in all den geführten Bewerbungsgesprächen kristallisiert sich niemand heraus, der dieses Kinogefühl in Clair Obscur einbauen kann. Zumindest niemand in Frankreich oder gar Europa. Um seine Vision der Animation Realität werden zu lassen, muss Guillaume seine Fühler deutlich weiter ausstrecken und wird schließlich über Reels in Korea fündig, denen Guillaumes Vorstellung scheinbar allen in der künstlerischen DNA steckt. Nach rund 200 E-Mails meldet sich ein Koreaner namens Kim Sung-Yoon zurück, der zu ihrem ersten Gameplay-Animator in Teilzeit wird. Als das Projekt weiter Fahrt aufnimmt, wirbt Sung-Yoon befreundete Animatoren an, um das Team auf insgesamt 8 Koreaner aufzustocken, von denen kein einziger in Vollzeit bei Sandfall anfängt, um ihre Hauptberufe nicht aufgeben zu müssen. All das hier ist also als wahrscheinlich nächtlicher Nebenjob entstanden. Diese geradezu wilden Halbeinstellungen und zusätzliche Auftragsarbeiten machen es schwer zu definieren, wie viele Menschen letztlich wirklich für Clair Obscur verantwortlich sind. Angefangen haben wir mit einem einzigen Mann, der in einer für ihn neuen Engine herumgebastelt hat, gefolgt von einem zweiten Kerl, den er zum Helfen anwirbt, einem dritten, der das Studio leiten soll, bevor sie eine Autorin, einen Komponisten und einen Art Director einstellen, die bis September 2020 essentiell umsonst arbeiten. Mit den Investorengeldern, die man im Folgejahr auftreiben kann, wächst das Team auf 10 Leute an, die eine überzeugende Demo erstellen können, mit der man sich 2022 einen Publisher-Deal sichert und das Team dadurch auf insgesamt 15 erweitert, plus die ersten koreanischen Teilzeitkräfte. Mit diesem Team vervollständigt man den ersten Akt des Spiels bis zu einer vollständig spielbaren Version. In 2023 verdoppelt sich das Studio auf rund 30 Mitarbeiter, plus das inzwischen 8 Koreaner umfassende Animationsteam, die eine sämtlichen Content umfassende Alpha-Version fertigstellen. 2024 kann entsprechend dafür aufgewendet werden, alles zu finalisieren, zu polieren und zu testen.
Hier seien auch lobend Alexandre Breton sowie Jérôme Valienti erwähnt, die rund ein Jahr damit zubringen, ungenutzte Texturen und Duplikate zu entfernen, um eine Dateigröße von kaum mehr als 40 GB zu ermöglichen. Entsprechend steigt die Mitarbeiterzahl kurzzeitig auf etwa 40 Leute an, von denen einige das Projekt dann wieder verließen. Technical Director Tom Guillermont besteht darauf, Scorn-Entwickler App Software mit in die Credits aufzunehmen, die 4 Leute abstellten, um Sandfall mit den Konsolenports zu helfen. Das ergibt eine Zahl von etwas über 50 Leuten, die an der Entwicklung von Clair Obscur beteiligt waren, wenn auch nicht annähernd alle, die für seinen Erfolg verantwortlich sind. In diesen 50 bis 60 Leuten sind keine Synchronsprecher einkalkuliert, keine outgesourcete Qualitätssicherung, die maßgeblich für den soliden Launch-Zustand des Spiels verantwortlich ist. Keine Übersetzer, keine zusätzlichen Musiker und Sänger, kein Marketing. Obgleich letztlich also deutlich mehr als diese 50 Leute an oder um Clair Obscur mitarbeiteten, beschränkte sich das Budget von unter 10 Millionen US-Dollar am Ende dennoch auf eine deutlich geringere Dimension, als man es von Triple oder auch manchen anderen AA-Produktionen gewohnt ist, mit denen es in jeder Hinsicht mithalten kann. Let's say that you can do bigger things with very small and talented teams than just by pouring a lot of money in and wasting time. Und wieder denke ich mir, all ihr Ubisofts, EAs, Activisions und Rockstars, hört und seht ihr das? Wie viele geile, inspirierte Games hätten wir schon haben können, wenn nicht Hunderte und sogar Tausende Mitarbeiter abgezogen werden, um am nächsten Battlefield oder GTA zu arbeiten, auf das wir mehrere Konsolengenerationen warten müssen. Clair Obscur ist das beste Beispiel und wie man von diversen Branchen-Events hört, hat es auch die verdienten Wellen geschlagen und mit soliden Verkaufszahlen werden damit auch die CEOs neugierig, die keine Ahnung von Videospielen haben. Doch was ist es, das Clair Obscur Expedition 33 so besonders macht? Das alle darüber reden lässt und jedes andere Spiel des Jahres und wahrscheinlich auch der letzten Jahre in den Schatten stellt. Die Mael-Synchronsprecherin Jennifer English hat dazu eine professionelle Meinung, da sie auch schon an Projekten mitgearbeitet hat, bei denen sie sich wundern musste, wie sie den vorgegebenen Text überhaupt menschlich klingen lassen kann. Die Erfahrung mit Clair Obscur ist eine völlig andere. Nicht nur, weil das Skript so viel besser ist, sondern weil auch Jennifer Sweatback-Yen während den Synchronarbeiten zugegen ist. Eine Seltenheit in der Industrie, die viel zu oft mit Vermittlern arbeitet, die den Sprecher nicht mehr als unverständliche Notizen des Entwicklerteams zukommen lassen. Guillaume und Jennifer im Aufnahmestudio zu haben, ist auch für die Sprecher ein wundervolles Feedback, weil sie in ihren Gesichtern ablesen können, wenn ihre Performance das Level erreicht, das die Autoren sich vorgestellt haben. Lassen wir auch nicht außer Acht, dass die gesamte Entwicklung von Clair Obscur von einer geradlinigen, klaren Vision geleitet wird und sich das auch im Entscheidungsprozess widerspiegelt. Viele der Stimmen haben noch nie eine derart effiziente Aufnahme gehabt, gerade weil speziell Guillaume seine deutliche Vision mitbringt, während die meisten Synchronaufnahmen in der Branche geplagt werden von Unentschlossenheit und Unsicherheit darüber, was man eigentlich will. Nicht weniger hilfreich ist, dass Jennifer ihr Skript in- und auswendig kennt und allein schon mit ihren Worten ausdrückt, welche Emotionen transportiert werden müssen. Ein Meisterwerk, das 3 Jahre in Arbeit war und sich doch viel länger hätte ziehen können, da ein Team mit so vielen kreativen Köpfen ständig neue Ideen und Verbesserungsvorschläge hat. Glücklicherweise aber auch einen klaren Plan mit klarer Deadline. Und jene für das Skript waren die gebuchten Synchron- sowie Motion Capture Aufnahmen. Letztere fast ausschließlich von nur 3 Leuten erledigt. Zumindest wenn man die Cinematic Artists wie William Tomasi außen vor lässt, die nicht selten selbst noch Aufnahmen machen müssen, um kleine Anpassungen gerade bei den Nahaufnahmen von Gesichtern vorzunehmen. Auch hier ist man weit von Profis entfernt. Charlotte Oepfner, die Mocap-Darstellerin von Mael, weiß bis zum Casting nicht einmal, dass Schauspieler für Videospiele gebraucht werden oder was Motion Capturing überhaupt ist. Guillaume muss die Darsteller geistig mit Konzeptzeichnungen in die richtige Szene versetzen und mit lauten Ausrufen beispielsweise Explosionen simulieren. Gleichzeitig befürwortet er aber auch alles, das den Darstellern hilft, sich mehr in ihre Charaktere hineinzuversetzen. So erweitert sich auch die Szene mit Mael und Verso am Klavier, die ursprünglich als sehr kurz ausgelegt ist, die Guillaume aber für rund 10 Minuten geschehen lässt, ohne Cut zu rufen. Charlotte und Maxence Cazorla wundern sich, wissen nicht so recht, was sie tun sollen und beginnen sich zu unterhalten. Einige Ausschnitte davon finden ihren Weg ebenfalls ins Spiel.
Miles' typische Haltung mit ihren Armen hinter dem Rücken sowie die hibbelige Beinarbeit ist Charlottes erste Idee, als ihr gesagt wird, dass sie die ganze Zeit in Bewegung sein und etwas tun muss, was sie die gesamten Dreharbeiten über beibehält. Ebenso passt Guillaume das Drehbuch zwischenzeitlich an, weil die Schauspielerdarstellung seine Sicht auf die Charaktere ändern. Wie schon erwähnt, sind große Teile des Spiels während der Covid-Pandemie entstanden, die speziell Jennifer sehr geprägt und inspiriert hat. Wie empfinden verschiedene Menschen Empathie? Für andere aus dem näheren Umfeld oder für jemanden, den man gar nicht kennt? Wie unterschiedlich reagieren Menschen auf eine kollektive, globale Bedrohung? Welche Schlüsse ziehen sie daraus? How can you be so selfish? I'm not selfish enough to bring others into our doomed world. Diese unterschiedliche Wahrnehmung ist auch bei den Spielern beabsichtigt. Gerade Jennifer ist begeistert davon, dass sie ihre Charaktere wie eigene Kinder in die Welt hinausschickt und sie ein Eigenleben entwickeln. Die Geschichten wirken auf jeden Spieler anders, sind für jeden auf andere Weise persönlich und auch gibt es kein kanonisches Sandfall-Ende, weil jedes der alternativen Ausgänge entwickelt wurde, um im Tandem mit den jeweils anderen funktionieren zu können, so dass man sie auch zusammen interpretieren muss. Selbst bei den einzelnen Charakteren ist beabsichtigt und gewünscht, dass jeder Spieler eigene Interpretationen anstellt, bei ihnen an eigene Bekannte denkt und für sich selbst entscheidet, wer die Guten und wer die Bösen sind. Denn, wie Jennifer es selbst darstellt, haben eine Menge von uns in ihrem Leben sicherlich schon mal etwas gemacht oder gesagt, das uns zum Bösen in der Geschichte eines anderen Menschen werden ließ. Ebenso wie andere Momente einen positiven Lichtschein auf andere geworfen haben können. Jennifers Figuren durchlaufen zahlreiche Änderungsprozesse, wenn sie ihre Texte kritisch betrachtet und sich immer wieder fragt, warum diese Figur etwas tut und ob es Sinn für sie macht. Selbst wenn die Geschichte es quasi fordert, um vorangetrieben zu werden, wenn die Handlung nicht zu dem Charakter passt, dann findet sie auch nicht statt. Oder man muss eine Motivation finden, die plausibel ist. Solche Situationen und Szenen sind der schwierigste Part von Jennifers Arbeit, die sie aber ganz chronologisch angeht. Mit dem ersten Satz. Wenn der stimmt und passt, dann ist der folgende Dialog gewissermaßen nichts weiter als ein Rollenspiel aus aufeinanderfolgenden, zu den Figuren passenden Reaktionen, was auch das Textlernen für die Motion Capture Darsteller vereinfacht, weil es sich aus Charaktersicht so natürlich anfühlt. Von diesem einen Satz schreibt sich die ganze Szene also gewissermaßen von alleine, wenn man das Grundgerüst zuvor angemessen und sorgfältig aufgebaut hat. Ein Grundgerüst, das auf der altbekannten Autorenweisheit Write What You Know basiert und für das Jennifer etwas aus allen Epochen und Erfahrungen ihres Lebens herausgezogen hat. Wie zum Beispiel auch die Einsamkeit, die ihr Teenager-Dasein als chinesische Amerikanerin bestimmt hatte. Lune ist zum großen Teil von Jennifers 20ern definiert und ihrem beruflichen Ausflug in die Finanzwelt sowie ihr Studium. Skill wiederum spiegelt ihre 30er Jahre wider und die lebensverändernden Entscheidungen und Erlebnisse, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Gustavs Charakter basiert auf Jennifers Idealismus, den ein Studiengang in Harvard geprägt hat, bei dem sie sich mit internationaler Entwicklung beschäftigte, um zu helfen, die Welt zu retten, wie sie selbst sagt. Gustav erbt aus dieser Zeit aber nicht nur den Idealismus, sondern auch die Naivität, die damit einhergeht. Renoir ist ihre innere chinesische Mutter und einige seiner Dialoge sind direkt inspiriert von Gesprächen, die Jennifer mit ihren eigenen Eltern geführt hatte. Um die Charaktere so menschlich zu machen, versetzt sie sich jedes Mal aufs Neue in sie hinein und überlegt, wie sie reagieren würde an dem zum Charakter passenden Zeitpunkt in ihrem Leben. Einer der wichtigsten Punkte für Guillaume beim Schreiben des Skripts ist es, viele Dinge ungesagt zu lassen, im Kontrast zu den meisten Spielen, die einem erzählerisch alles vor die Füße werfen und so lange wiederholen und unterstreichen, bis auch der Letzte es vollends verstanden hat. Clair Obscur hingegen lässt Spielraum, selbst nachzudenken und sich ein eigenes Bild zu machen oder Botschaften auf andere Art als mit Worten zu transportieren, wie es auch gute Filme und Bücher tun. Es ist kein Spiel zum Hirnausschalten. Es erfordert Aufmerksamkeit und ein gewisses Level an Intelligenz, vor allem auch emotionaler Intelligenz. Qualitäten, die bei vielen von uns über die letzten Jahre abgestumpft sind, weil es viel zu selten etwas gibt, womit wir sie trainieren können. Ein Wort im Titel, den man nicht unterschätzen sollte, ist Expedition. Denn wie bei einer richtigen Expedition ins Unbekannte, kommen die Charaktere in Clair Obscur auch aus einer deutlich kleineren Welt, die sich in etwas völlig Neues, Ungeahntes und Größeres öffnet. Spieler
Spieler, die beispielsweise einen drastischen Wechsel im Storyfokus später im Spiel kritisieren, übersehen diesen Faktor gerne. Ebenso wie all die sorgfältig platzierten Hinweise im gesamten Spiel, die einen womöglich erst beim zweiten Spieldurchlauf anspringen und alle Teile an Ort und Stelle fallen lassen. Jennifer setzt diese Punkte auch wieder in eine sehr persönliche Relation. Wir und unsere Geschichte sind relevant für uns, für unsere Familie. Doch zoomt man weit genug heraus, sind wir und unsere Existenz nichts weiter als ein Blip im Universum. Für uns sind wir der Protagonist, doch aus den meisten anderen Perspektiven sind wir nichts anderes als ein NPC, wenn überhaupt. So wichtig wie das Skript sind aber natürlich auch die Synchronsprecher, die den Figuren ihre Stimme leihen. Diese werden vom Team blind nur anhand von anonymen Stimmproben ausgesucht. Ich habe Jennifer English bereits erwähnt, die man zuvor in Baldur's Gate 3 als Shadowheart hören konnte oder in Elden Ring als Latenna. Und auch Verso-Sprecher Ben Starr ist kein unbeschriebenes Blatt in der Szene, seit er den Final Fantasy 16 Protagonisten Cliff Rosefield gesprochen hat. Dabei ist er ursprünglich nur als Erzähler für den Trailer geplant. Noch größere Highlights, gerade für Nerds, und ich spreche da aus Erfahrung, sind die Besetzung von Daredevil Charlie Cox als Gustav sowie Gollum Andy Serkis als Renoir. Ein namhafter Schauspieler, dessen Sprechrollen in Videospielen überschaubar sind und der sich von der außergewöhnlichen Welt und dem leidenschaftlichen sowie emotionalen Storytelling überzeugen lässt. Sowohl Serkis als auch Cox werden vom Marketingbudget finanziert, da Kepler Interactive mit ihrer Involvierung einen nennenswerten Push erwartet. Doch nicht nur die Stimmen sind beim Spielen ein Hochgenuss für die Ohren. Insgesamt 8 Stunden an Musik komponiert Lorient für Clair Obscur und das in einer schier unfassbaren Vielfalt. Von bewegenden Balladen, EDM-Dance-Tracks, mitreißenden Saxophonstücken, subtilen Klaviermelodien und eine gefühlte Linkin Park Coverband ist auch am Start. Besonders eingängig sind aber die Character-Themes und hier hat Lorient einen speziellen Arbeits- und Inspirationsprozess. Er nimmt sich die Konzeptzeichnung von Nicolas und starrt sie unentwegt an, schaltet sie beim Komponieren auf seinen zweiten Bildschirm, liest sich sämtliche Skripte durch und vermischt dann alles mit seinen eigenen Visionen für den Klang dieses Charakters zu einem wundervollen Musikstück. Lorient geht in seiner Rolle vollkommen auf und nennt es selber seine Lebensmission, weil genau dieser Job genau das ist, worauf er sein Leben lang gewartet und hingearbeitet hat. Charakteren ihre ikonische musikalische Untermalung zu schenken, ein Final Boss Theme für ein JRPG zu schreiben. Er weiß nicht, ob diese Gelegenheit je wiederkommen wird, also gibt er alles, um sein Lebenswerk hier und jetzt zu erschaffen. Because I know I cannot give more than what I have give here. Das Review-Embargo für Clair Obscur Expedition 33 fällt etwa 5 Stunden vor dem globalen Release und ein Blick genügt, um festzustellen, dass Sandfall den Vogel abgeschossen hat. Mit einem Metacritic Review Score von 92 und einem User Rating von 9,6. Das ist die höchste User-Bewertung der gesamten Plattform, wo Clair Obscur nun Platz 1 belegt. Dicht gefolgt nur von Disneys Cory in the House. Auf OpenCritic liegt das Player-Rating sogar bei glatten 100, wo es in der besten Liste aller Zeiten zwischen GTA 5 und was auch immer das hier ist landet. Die über 230.000 Steam-Reviews kommen auf eine durchschnittliche Bewertung von äußerst positiv. Abgesehen von dem Kerl hier, der wahrscheinlich lieber das hier gespielt hätte. Übersetzt bedeutet der Text: Mir gefällt das Spiel, aber es ist ein Indie-Spiel ohne Steuerungsmöglichkeiten. Der Name des Spiels weicht vom eigentlichen Spielnamen ab. Ja, okay. Als das Review-Embargo um 11 Uhr morgens gelüftet wird, wuseln die Mitarbeiter von Sandfall bereits seit einer Stunde durch ihr Büro, hören Musik und scharren nervös mit den Hufen wie Kinder vor Heiligabend. Nur mit wesentlich mehr F5 drücken. Als die ersten Websites dann ihre Lobeshymnen veröffentlichen, wird geschrien, es rollen Tränen, Umarmungen werden verteilt. Der Spiel-Soundtrack alleine hat inzwischen wahrscheinlich bereits die 500 Millionen Streams geknackt und muss sich damit auch vor den Spieleverkäufen nicht verstecken. Obgleich das Spiel von Release an im Game Pass verfügbar ist, hindert das gefühlt niemanden, es sich trotzdem zu kaufen. Im ersten Monat knacken die Verkaufszahlen bereits die 3 Millionen Grenze und bis Oktober 2025 werden 2 weitere Millionen erreicht. Insgesamt also dieselbe Zahl, die ein Assassin's Creed Shadows im Juli erreicht. Zumindest laut Ubisofts eigener Aussage.
Als der Vertrag unterschrieben wird, Clair Obscur am Erscheinungstag im Game Pass anzubieten, sichert man sich nicht nur zusätzliche finanzielle Mittel, sondern auch einen Platz auf der Bühne des Xbox Showcase im Juni 2024, um das Spiel erstmals der Welt vorzustellen. Einer Welt, die noch nicht ahnt, wie sehr sie dieses Spiel braucht. Mit dieser Entscheidung geht Guillaume auf Nummer sicher, weil gerade das Erstlingswerk eines neuen Studios so viele Spieler wie möglich braucht, die über das Game sprechen. Denn Mundpropaganda schlägt Marketing jedes Mal. Und es wirkt fast, als möchte Microsoft das neue Rollenspiel in ihrem Game Pass Portfolio torpedieren, als sie 2 Tage vor der eigentlich strategisch gesetzten Veröffentlichung den größten Shadow Drop des Jahres vom Stapel lassen und plötzlich ein The Elder Scrolls Oblivion Remaster zum Download bereitsteht. Ein erschreckender Schlag für die auf heißen Kohlen sitzenden Indie-Entwickler, der sich aber schnell als unbegründet, ja sogar beflügelnd entpuppt. Sich gegen eine derartige Genre-Legende behaupten zu können, macht das Team von voll stolz. Auch der Preis ist sicherlich ein Baustein des Erfolgs, der Clair Obscur direkt zur Veröffentlichung nicht zum üblichen Vollpreis, sondern zu 50 € anbietet. Eine Entscheidung, die auf dem geringen Budget des Projekts beruht, auch wenn sie gerade zum Ende hin sowohl Studio- als auch Publisher-seitig heftige Debatten ausgelöst hat, da keine der beiden Parteien mit der letztlich erreichten Qualität gerechnet hatte. Doch Sandfall möchte auch im Preis repräsentieren, dass sie ein kleines, unabhängiges Studio sind, was tatsächlich irrsinnigerweise auch negative Reaktionen in der Spielerschaft hervorruft, weil viele Menschen den Preis immer noch mit Qualität gleichsetzen und annehmen, dass einem 50-€-Game zwangsläufig etwas fehlen muss, das das 70-€ noch obendrauf mitbringt. Die Leute bei Sandfall erwarten Erfolg, weil sie als Erstspieler äußerst überzeugt von ihrem Werk sind, es buchstäblich lieben, aber diese Verkaufszahlen hätten sie sich nicht erträumen können. Als die ersten Reviews erscheinen, schreien sie laut vor Erleichterung. Doch das ist noch lange nicht alles. Cosplayer nehmen sich das Spiel vor, Fanart wird hochgeladen, Covers des Soundtracks entstehen ebenso wie Memes. Für Guillaume und sein Team ist es ein zusätzlicher Erfolg, dass sie zwar ein sehr trauriges Spiel erschaffen haben, es aber so vielen Spielern ein gutes Gefühl gibt. Verkäufe sind gut und schön, aber am Ende des Tages nur Nummern. Gerade ein leidenschaftliches Team wie dieses macht Videospiele eben, um Menschen Freude zu bringen, Begeisterung, sie staunen zu lassen. Diese emotionale Rückmeldung der Spieler bedeutet ihnen die Welt und definiert den Unterschied zwischen einem großen, erfolgreichen Spiel und einem besonderen. Es hinterlässt nicht nur einen Eindruck, sondern eine Wirkung. Wie nicht zuletzt Guillaume sie seit seiner Kindheit mit all diesen JRPGs nicht mehr erlebt hatte. Wie Sven Winke, der mit Larian Studios Baldur's Gate 3 einen ähnlichen Erfolg feierte, schon in seiner Laudatio bei den Game Awards 2024 sagte. So it turns out that not only will I be Es stellt sich also heraus, dass ich nicht nur als erster wissen werde, welches Spiel heute Abend gewinnt, sondern dass ich auch weiß, welches Spiel nächstes Jahr, übernächstes Jahr und das Jahr danach gewinnen wird. Woher ich das weiß? Nun, ein Orakel hat es mir gesagt. Es sagte, Veränderungen stehen bevor. Das Orakel hat mir gesagt, dass das Spiel des Jahres 2025 von einem Studio entwickelt werden wird, das die Formel dafür gefunden hat, um hier auf die Bühne hochzukommen. Sie ist idiotisch einfach, aber irgendwie geht sie immer wieder verloren. Studios entwickeln ihre Spiele, weil sie ein Spiel entwickeln wollen, das sie selbst spielen möchten. Sie haben es entwickelt, weil es zuvor noch nicht entwickelt worden war. Sie haben es nicht entwickelt, um ihren Marktanteil zu vergrößern. Sie haben es nicht gemacht, um der Marke zu dienen. Sie mussten keine willkürlichen Verkaufsziele erreichen und hatten keine Angst, entlassen zu werden, wenn sie diese Ziele nicht erreichen. Darüber hinaus verboten ihnen die Verantwortlichen, das Spiel mit Dingen zu überfrachten, deren einziger Zweck darin bestand, den Umsatz zu steigern und die nicht dem Spieldesign dienten. Sie wussten, dass der Umsatz folgen würde, wenn man das Spiel und das Team an erste Stelle setzt. Sie waren von Idealismus getrieben und wollten, dass die Spieler Spaß haben. Und sie erkannten, dass niemand Spaß haben würde, wenn die Entwickler keinen Spaß hatten. Sie verstanden den Wert von Respekt. Dass wenn sie ihre Entwickler und Spieler gut behandelten, dieselben Entwickler und Spieler ihnen verzeihen würden, wenn die Dinge nicht wie geplant liefen. Vor allem aber lag ihnen ihr Spiel am Herzen, weil sie Spiele liebten. So einfach ist das, sagte das Orakel.
Er soll recht behalten, denn bei den Game Awards 2025 gewinnt Clair Obscur den Preis für das beste Indie-Spiel sowie das beste Debüt-Indie-Spiel, die beste Art Direction, das beste Rollenspiel, die beste Performance mit Jennifer English, womit sie sogar Troy Baker aussticht mit seiner famosen Indiana Jones Stimme. Beste Musik, beste Handlung, beste Game Direction und letztlich natürlich auch das Game of the Year. Die meisten Preise, die ein einziges Spiel jemals bei den Game Awards abgeräumt hat. Auch bei den Indie Game Awards wird Clair Obscur zum Spiel des Jahres gekürt. Zumindest bis diese Auszeichnung wieder zurückgezogen wird. Das Gremium hinter den Indie Game Awards hat eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber der Nutzung von generativer KI und bei der Einreichung von Clair Obscur wurde bestätigt, dass derartiges im Entwicklungsprozess nicht verwendet wurde. Am Tag der Indie Game Awards Premiere jedoch revidiert Sandfall Interactive dieses Statement, gibt zu, Gen AI in ihrer Produktion genutzt zu haben und wird aufgrund dessen disqualifiziert, auch wenn die betroffenen Assets seither mit Patches ersetzt wurden, so das offizielle Statement. Daraufhin meldet sich Sandfall zu Wort und klärt auf, dass KI einzig und allein als Tool im Entwicklungsprozess genutzt wurde, um vorübergehende Platzhalter zu erstellen und das auch nur in den frühen Phasen des KI-Trends um 2022 herum, als alle noch begeistert davon waren und nicht so feindselig wie heute. Nach der Veröffentlichung wurden die Platzhalter-Texturen innerhalb von 5 Tagen entfernt und durch die richtigen Texturen ersetzt, die eigentlich schon immer für die Veröffentlichung vorgesehen, während des Qualitätssicherungsprozesses aber übersehen worden waren. Der Plan für Sandfall Interactive ist klar. Auch wenn sie neue Leute einstellen müssen, um mit den Ausmaßen fertig zu werden, die Clair Obscur als Marke angenommen hat, so möchten sie das Team doch weiterhin klein halten, um an ihrem nächsten kreativen Projekt zu arbeiten. Denn gerade Guillaume mit seiner Erfahrung aus der Industrie weiß, dass Geld auch sehr falsche Anpassungen zur Folge haben kann. Witzigerweise betrachtet das Team im Studio Clair Obscur als ihren nun schlimmsten Feind. Natürlich mit einem Augenzwinkern. Durch die gesammelte Erfahrung während der Entwicklung fühlten sie sich nämlich gestählt und bereit, alles Gelernte in ein noch viel besseres Spiel umsetzen zu können. So zumindest noch der Stand 2 Wochen vor Release. Nun, nach der Veröffentlichung, dem kommerziellen, kritischen und vor allem auch emotionalen Erfolg bei den Spielern, hat dieser ehrgeizige Plan einen Dämpfer und nicht zuletzt eine Reihe von Zweifeln einfahren müssen. Entsprechend entsteht ein neuer Plan. Clair Obscur zu ignorieren, nicht anknüpfen zu wollen, nicht denselben Fehler zu machen wie all die großen Firmen da draußen, sondern wieder gewissermaßen bei Null zu beginnen, mit einer einzigen klaren Vision ohne Ablenkungen von außen, dem Erfolgsrezept von Clair Obscur. Auch wenn genau das gerade für Guillaume eine erhebliche Herausforderung wird, da das Spiel nahezu sämtliche Elemente dessen vereint, die er in Videospielen liebt. Seien es Gameplay, Artstyle, Musik oder Storytelling. Kann man sich von alledem lösen und einem nächsten Spiel trotzdem seine eigene Identität verleihen? Oder übernimmt man doch Elemente und baut, wie Guillaumes Vorbild, eine Anthologie wie Final Fantasy auf? Nicht umsonst trägt das Spiel zusätzlich zum eigentlichen Titel noch den Franchise-Namen, mit dem man größere Pläne hat, die über ein einziges Spiel hinausgehen. Wir werden sehen. Doch es gibt viele Studios voller talentierter Menschen mit klar strukturierten Visionen, sogar mit einem unterstützenden Publisher im Rücken. Sandfall allerdings bringt noch eine Reihe weiterer Besonderheiten mit, die aus einem guten Team ein großartiges machen, aus einem fantastischen Videospiel einen sofortigen Klassiker. Gerade große Videospiele heutzutage werden nicht mehr von einem Team, sondern von einem Konglomerat an Teams erstellt, für das es unmöglich ist, der klaren Richtung von nur 2 Personen zu folgen. Das zeichnet sich bereits ab und stellt eine enorme Herausforderung, als das Team von Sandfall auf nicht mehr als 30 Leute anwächst. Doch gerade mit der Auswahl dieser Leute setzt das Studio sich von dem Großteil des Rests ab. Der hohe Fokus auf Talent und das weitestgehende Ignorieren von Berufserfahrung, speziell in der Gaming-Branche. Was die meisten Leute in der Industrie als elementar ansehen, um ein gutes, funktionierendes Videospiel zu produzieren, wird von dem Clair Obscur Team, das größtenteils noch grün hinter den Ohren ist, weggefegt, um etwas Besonderes zu machen, das sich gerade deswegen so anders als der Rest anfühlt. Etwas, das selbst all die Industrieveteranen selten hinbekommen, die sich gezwungen sehen, ihre Position bei AAA-Firmen zu verlassen, um eigene Studios zu gründen. Guillaume selbst spricht von Glück, wenn es um das Zusammenfinden all dieser Menschen geht. Und gerade wenn man sich die Geschichte rund um das Entdecken von Komponist Lorient ansieht, dann kann man doch nur annehmen, dass das Universum hier zumindest ein bisschen seine Finger im Spiel hat.
ein Element, das nicht ganz so fantastisch ist wie das Schicksal und die richtige Idee zur richtigen Zeit, ist und bleibt natürlich der technische Fortschritt. Nichts davon wäre in seiner heutigen Form möglich gewesen, wenn Guillaume nicht eines Abends begonnen hätte, mit der Unreal Engine herumzuspielen und zu entdecken, was für unglaubliche Möglichkeiten sie inzwischen bietet. Wäre Clair Obscur zumindest doch in seiner finalen Form so nicht möglich gewesen. Das Level an Grafik, Belichtung, Motion und Facial Capture, das vor ein paar Jahren noch riesige Teams und enormes Budget verschlang, ist jetzt auch für kleine Teams eine reelle Möglichkeit. Eine Realisierung, für die Sandfall mit Clair Obscur zu einem der Pioniere wird, in deren Fußstapfen unzählige Entwickler folgen werden. Und trotz dieser technischer Möglichkeiten verliert das Spiel die Menschlichkeit nicht außer Augen. Nicht nur, dass sich alle Charaktere so echt und menschlich anfühlen, man merkt und erkennt auch hinter all den Elementen die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Diejenigen, die diese Stelle geschrieben, derjenige, der diese Kreatur entworfen, diese Musik komponiert hat. Menschen, die echte, ehrliche Freude an dem empfinden, woran sie arbeiten. Wie man es auch früher bei so vielen Videospielen gespürt hat. Menschen, die wissen, dass nicht alle Spieler ein implementiertes Element mögen und vielleicht sogar an dieser Stelle abspringen werden, die aber dennoch daran festhalten, weil sie selber Spaß daran haben und wissen, dass es da draußen auch andere gibt, die ihre Freude teilen werden. Die wissen, dass man nicht allen gefallen muss. Auch wie wichtig dem Studio die eigenen Menschen sind, die darin arbeiten, ist entscheidend. In einer Branche, in der Überstunden und Crunch an der Tagesordnung stehen, verschiebt Sandfall ihr Spiel mehrere Male, bevor sie es überhaupt ankündigen, was man ebenfalls dem verständnisvollen Publisher anrechnen muss. Lediglich einige Tech-Engineers müssen auf der Schlussgerade länger bleiben, werden dafür aber auch entsprechend kompensiert. 3 Tage die Woche ist das Minimum an Anwesenheitspflicht im Büro, weil so viele Elemente des Spiels bei Mittagspausengesprächen oder Herumalbern mit Kollegen entstanden sind, aber niemand hat ein Problem damit. Die Mitarbeiter kommen gerne, weil sie sich wohlfühlen. Diese eigenen Menschen bilden auch stets die Zielgruppe des Spiels, stärken die klare Vision. Sandfall möchte ein Spiel entwerfen, das sie selber spielen möchten. So jung das Team auch noch sein mag, sie sind keine Kinder mehr. Sie haben nicht unendlich viel Zeit und wissen kürzere Abenteuer zu schätzen. Sie haben ausreichend Lebenserfahrung und Reife, um auch eine erwachsene Geschichte schätzen zu wissen. Durch Guillaumes klare Vision, die den gesamten Entstehungsprozess begleitet und lenkt, arbeitet ein ganzes Team also auf dasselbe Ziel zu. Selbst die Mitarbeiter, die mit rundenbasierten Kämpfen nichts anfangen können. Es hat kaum Gelegenheiten abzuschweifen oder Zeit zu verschwenden. Sandfall muss so gut wie keine Inhalte aus dem finalen Spiel streichen, weil an nichts Überflüssigem gearbeitet wird. Content, der gestrichen wird, dient dazu, das Spiel besser zu machen. Wie eine Reihe von fertigen Dungeons, die dem Team letztlich aber einfach zu langweilig sind, oder stellenweise feste Kameraperspektiven in Anlehnung an frühe Final Fantasy Spiele, die sich nicht gut anfühlen. Jennifer entwirft auch eine komplette fiktive Magiersprache, zusammengewürfelt aus Französisch, Schwedisch und Latein, auf die letztlich verzichtet wird. Unterm Strich wird aber keine Arbeit einfach verworfen, sondern in der Regel anderweitig recycelt. Doch auch das Anerkennen der Intelligenz von uns Spielern ist, so traurig dieser Umstand auch ist, etwas Besonderes heutzutage. Nicht nur erzählt es eine Geschichte, die dich auf vielen Ebenen fordert, es beleidigt dein Hirn auch nicht mit Minimaps, Missions- und Checklisten und verzichtet komplett darauf, sich unnötig aufzublasen. Es weiß, dass wir das alles gar nicht brauchen und nicht wirklich zunehmend dümmer werden, nur mal wieder die Chance brauchen, es der Welt und vielleicht auch uns selber zu beweisen. Eine Geschichte und ihre Dialoge müssen mir nicht alles vorkauen. Sie dürfen auch Mut zur Lücke haben, die Raum für meine eigenen Gedanken, Vorstellungen und Gefühle lässt. Genau wie diesem einen talentierten Mann das Umsetzen seiner Gedanken, Vorstellungen und Gefühle verwehrt bleibt, bis er das Schicksal selbst in die Hand nimmt und dann einem Haufen anderer talentierter Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Gedanken, Vorstellungen und Gefühle auszuleben und sie zusammen eines der besten Spiele dieser Generation erschaffen. Da draußen versteckt sich so viel Kreativität und Talent, es braucht nur etwas Mut, um sie auf die Bühne zu rufen. Viel Mut hatten auch die Erfinder der Fallout-Reihe, als sie ihr eigenes Studio gründen und mit Valve zusammenarbeiten, um das
beste Vampir-Rollenspiel aller Zeiten zu entwickeln. Die tragische Geschichte von Troika und Vampire the Masquerade Bloodlines kannst du dir hier ansehen. Und ein obskures Bonjour geht noch raus an meine geilen Kanalmitglieder Retrojäger Michael, Robin, Pure German, Mikis Manik, Dr. Tadwaffe, muss man was sagen, Jürgen, BTD, Shivox, Andon, André, Odi aus Prüf, Edi Confetti und Bolearis DJ. Vielen Dank für euren Lost Support. Mua.